Hallo da draußen, alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, diese Woche ein weiteres Was ist Video zu machen. Und zwar diesmal Was ist Flames of War, das World War II Miniature Game. Ich habe in den letzten beiden Wochen bereits ein solches Video gemacht zu Warhammer 40.000, einem in der Zukunft angesiedelten Tabletop, und letzten Freitag zu Warhammer Age of Sigmar, und eben jetzt soll noch ein historisches Tabletop dazukommen, um diese Dreierrunde abzuschließen. Wie gesagt, es geht hier um Flames of War. Flames of War ist ein Tabletop-Spiel, das im 15 mm Maßstab angesiedelt ist. Nicht so wie bei den beiden letzten Spielsystemen der letzten beiden Wochen im 28 mm Maßstab, sondern hier befinden wir uns bei 15 mm. Das werdet ihr auch gleich sehen bei den Bildern aus dem Buch. Ich habe hier das Regelbuch liegen der aktuellen 4. Edition. Die Figuren sind wesentlich kleiner als die ihr aus den anderen beiden Videos gesehen habt auf den Bildern. Da wir uns auch hier bereits in der 4. Version des Spiels befinden, ist das Spiel auch dementsprechend schon ein wenig auf dem Markt. Wann genau, weiß ich jetzt gar nicht. Wenn das irgendjemand von euch im Kopf hat, schreibt es bitte unten in die Kommentare. Ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen zu wissen. Und das Spiel wird von der neuseeländischen Firma Battlefront herausgebracht. Und wie der Titel eben schon vermuten lässt, werden hier Schlachten im Zweiten Weltkrieg gespielt. Das ist natürlich immer ein bisschen so ein Thema. Muss ich auch ganz ehrlich gestehen, sehr viele Jahre mich mit dem Spiel überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich dieses Zweite Weltkriegsthema irgendwie umgehen wollte, was das Hobby betrifft. Aber mittlerweile habe ich dann doch auch meine Gründe dafür gefunden, mich mit dem Spiel zu beschäftigen, und bin auch gerade selbst wieder dabei, in der 4. Edition neu anzufangen oder wieder einzusteigen. Klarerweise werden hier jetzt keine Fantasy-Armeen ins Feld geführt, sondern man hat eben die typischen Armeen des Zweiten Weltkriegs: Deutsche, Amerikaner, Briten, Sowjets. Man kann aber auch zum Beispiel die Italiener spielen, also man hat hier sehr viele Möglichkeiten. Battlefront bietet einem dazu auch sehr viele Figuren, Bausätze, die man erwerben kann. Und ihr seht hier schon ein bisschen, man hat natürlich jetzt nicht den direkten Vergleich mit den anderen Figuren, aber das sieht schon alles ein bisschen kleiner aus. Man wird es vielleicht noch sehen. Dann bei den Armeen, also auch hier wieder, es gibt hier dann auch Abriss, was auch ganz interessant ist. Hintergrund, also historischen Abriss ein bisschen zum Zweiten Weltkrieg. Ist ja nicht so, dass sich jeder damit ausgiebig oder überhaupt damit befasst. Auch das ist hier mit drinnen. Dann ein genereller Überblick, wie das Ganze funktioniert. Und hier sieht man so ein bisschen, das ist ungefähr, wenn ihr euch die anderen Videos anseht, ich werde die jetzt auch oben in Infokarten einblenden. Das ist von der Größe her die gleiche Spielgröße wie auch ungefähr das bei Warhammer 40.000 und auch bei Warhammer Age of Sigmar der Fall ist, vom Spielfeld. Und daher kann man schon sehr gut ein bisschen erkennen, dass diese Gebäude hier und Geländestücke schon ein ganzes Stück kleiner sind, weil wir uns hier eben im 15 mm Maßstab befinden. Das Spiel selbst ist auch nach Epochen unterteilt. Also ich habe hier, das ist auch das aktuelle Regelbuch, da ist hier unten alles schwarz, da ist kein Text dabei. Das ist das aktuelle Buch der 4. Edition für Late War, ist aber grundsätzlich das gleiche Buch wie auch das, was es schon die letzten 2-3 Jahre gegeben hat. Nur eben mit dem Unterschied, dass ein bisschen zusätzlicher Late War Fluff mit Hintergrund mit eingebunden wurde in dieses Buch. Ein paar Seiten, wie zum Beispiel
die Informationen zu den Amerikanern und auch die dementsprechenden Sonderregeln. Plus es gibt 2 Seiten Errata vom vorangegangenen Buch auf dieses, die hier dann schon mit eingebunden sind. Das ist aber der einzige Unterschied. Also es gibt hier das gleiche Buch nochmal, da steht hier unten nur noch 1942 bis 1943, das ist quasi das Mid-War-Buch, aber vom Inhalt grundsätzlich das gleiche. Also wenn ihr das andere Buch schon habt, braucht ihr das definitiv nicht. Und wie schon gesagt, Flames of War ist aufgeteilt vom Spielablauf her in auch Epochen, dass man sagt, man kann sich entscheiden zum aktuellen Zeitpunkt in der 4. Edition möchte man Late War spielen, wo ich glaube, spielen tatsächlich die meisten Leute, weil man hier wesentlich mehr Auswahlmöglichkeiten auch an Einheiten hat, die einem zur Verfügung stehen. Oder eben, es gibt auch die Möglichkeit im Mid-War zu spielen, das so mit eben auch Wüstenthematik, was ja dort doch mit Afrika-Feldzug und so weiter durchaus ein Thema war. Das war auch damals der Einstiegspunkt, Afrika-Feldzug in die 4. Edition mit einer eigenen Starterbox, die es auch nach wie vor, soweit ich weiß, ganz normal als Einstiegsbox noch gibt. Kann man sich sicher mal anschauen für den Einsteiger, wenn man noch gar nichts mit dem Thema zu tun hatte. Und eben dementsprechend muss man sich dann auch oder wird man dann mit seinem Mitspieler vorab auch entscheiden, was möchte man spielen. Spielt man hier dann eher im Bereich Mid-War als Beispiel oder möchte man eben Late War spielen. Auf Basis dessen gibt es dann eben andere Erweiterungsbücher mit den dementsprechenden Einheiten und was diese können. Und je nachdem, auf welche Epoche man sich, auf welche Zeit man sich dann eben, für welche Zeit man sich dann eben entschließt, hat man dann auch teilweise andere Einheiten zur Verfügung oder manche eben auch nicht, die erst im späteren Verlauf des Kriegs mit aufgenommen worden sind ins Arsenal oder überhaupt erst entwickelt wurden. Wie viele andere Tabletop-Spiele funktioniert auch Flames of War mit Würfeln. Und zwar es wird auch hier der 6-seitige Würfel verwendet, um eben alles Mögliche zu testen, ob man den Gegner trifft, ob man den Gegner die Panzerung durchschlägt oder auch den Rüstungswurf der Gegnerschaft. Das wird alles mit 6-seitigen Würfeln abgehandelt. Und hier hat man noch so einen kleinen Überblick ungefähr, wie so ein Aufbau einer Formation zum Beispiel ist. Im Regelfall wird man immer eine Formation ungefähr in diesem Ausmaß hier ins Feld führen. Kann natürlich auch eine Infanterieformation sein, muss nicht wie in diesem Beispiel auf dem Bild eine Panzerformation gespielt werden. Und zusätzlich dazu hat man dann im Regelfall noch Support-Einheiten wie Artillerie oder ähnliche Dinge. Ein Thema, das hier natürlich anders ist zu anderen Tabletop-Spielen, ist natürlich die Auswahl der beiden Armeen. Da das Ganze natürlich historisch bedingt ist, ist es ein bisschen komisch, wenn man dann mit Amerikanern gegen andere Amerikaner oder Amerikaner gegen Briten oder auch gegen Sowjets zum Beispiel spielt. Dementsprechend sollte man da vielleicht auch schon bei der Auswahl der Armee darauf achten, wenn man Spieler hat, welche Armeen bereits vorhanden sind, damit man auch dementsprechend die Schlachten spielen kann, beziehungsweise das auch gewissermaßen Hand und Fuß hat, sage ich jetzt mal, und man nicht mit 2 gleichen Armeen gegeneinander spielt. Natürlich ist das auch möglich, wird auch sicher passieren, nur ich habe es in den paar Spielen, die ich bisher gespielt habe, beziehungsweise auch in der Zeit, die ich das Hobby jetzt betreibe und mich mit Flames of War ein bisschen auseinandersetze. Also ich habe in der 3. Edition damals vor ca. 5-6 Jahren angefangen, noch nie ein Spiel gehabt, wo ich mit meinen Amerikanern gegen einen anderen Amerikaner oder Briten oder auch so gespielt hätte. Wie das natürlich jetzt auf Turnieren aussieht, kann ich nicht beantworten, da ich noch nie Flames of War auf einem Turnier gespielt habe. Aber falls das irgendwer natürlich hier von den Zusehern weiß, dann einfach in die Kommentare schreiben, ist vielleicht für den einen oder anderen von Interesse.
eine Sache, die auch ganz interessant ist beim Würfeln bei Flames of War gegenüber anderen Spielsystemen ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, dass man durch Modifikatoren, die man aufgrund der Reichweite oder der Deckung des Zieles und so weiter hat, man seinen Gegner auch zum Beispiel nur auf eine 7 oder eine 8 trifft. Und das ist in den Regeln so gelöst, dass eine 7 bedeutet, man muss eine 6 würfeln beim Trefferwurf, und wenn man das geschafft hat, muss man mit einem weiteren Wurf noch eine 5 plus schaffen. Wenn man beides geschafft hat, eine 6 gefolgt von einer 5, dann hat man getroffen, ansonsten ging der Schuss daneben. Und bei einer 8 ist das dann eben mit 2 Sechsern möglich, und wenn man einen Wurf von 9 oder mehr brauchen würde, dann geht das nicht mehr. Also solche Schüsse gehen automatisch ins Leere. Dann auch noch zu den Miniaturen, wie ich eben vorhin schon sagte zu Beginn. Diese Figuren hier sind von der Firma Battlefront selbst, die das Spiel eben auf den Markt bringt. Es gibt dazu sehr viele Miniaturen-Bausätze, also man ist da eigentlich sehr gut aufgehoben. Ich habe in meinen Armeen, bei meinen Amerikanern, auch nur Battlefront-Figuren. Es gibt aber auch durchaus andere Hersteller, die ebenfalls im 15 mm Maßstab dementsprechende Figuren produzieren, teilweise auch zu einem anderen, günstigeren Preis. Das muss aber dann jeder für sich entscheiden. Ich finde die Figuren eigentlich ganz gut von Battlefront. Und dann gibt es eben noch typisch auch zum Spiel selbst zu sagen, wie auch bei jedem anderen Tabletop hat man meistens zu den Fraktionen auch noch eigene Regeln. Und das ist auch bei Flames of War der Fall. Da gibt es da hinten dann im Regelbuch ein paar Seiten, zu jeder Fraktion so eine Doppelseite, meistens die dann erklärt, wie eine Armee aufgebaut oder welche Sonderregeln die jeweilige Armee hat. Und diese Regeln werden dann natürlich noch erweitert durch sogenannte Armeebücher, zum Beispiel das D-Day Americans Buch, das ist speziell für die Amerikaner gedacht in der letzten Hälfte, also im letzten Teil des Krieges, im Late War. Und dort sind dann eben neben den ganzen Einheiten, die aufgelistet sind mit den Profilen, die man spielen kann, auch noch die damit verbundenen Sonderregeln aufgeführt, die man eben als amerikanischer Spieler hat, wenn man sie im Late War spielen würde. So, Zweiter Weltkrieg bzw. eben generell historisches Tabletop ist natürlich ein bisschen ein anderes Thema als das mit den meisten anderen Tabletop-Spielen der Fall ist. Muss natürlich dann jeder für sich entscheiden, ob das etwas für ihn ist. Ich habe, wie gesagt, mich mittlerweile damit arrangieren können, finde das Spielsystem selbst auch eigentlich ganz gut, auch leicht einzusteigen und auch aus, das muss ich hier sagen, finanzieller Sicht von den Kosten her eigentlich ganz moderat. Dieses Buch hier gibt es für 20 Euro Normalpreis. Im Regelfall bekommt man es, so habe ich auch gekauft, bei uns bei den Einzelhändlern für 18 Euro. Und dann gibt es noch die Starterboxen, die pro Armee, jetzt nicht die Zweispieler-Starterbox, sondern einzelne Starterboxen zu den Armeen. Diese kosten im Normalpreis, glaube ich, 80 Euro und bei den Einzelhändlern sind sie meistens schon die 72 Euro zu haben. Und das Interessante dabei ist, man bekommt in diesen Sets einmal dieses Regelbuch, jedoch nicht in dieser Variante als A4 Hardcover, sondern als Softcover in A5, was ziemlich handlich ist, auch zum Mitnehmen auf das Spiel, zum Spieltisch. Sehr gut. Und dann bekommt man noch eine ganze Menge an Figuren. Ich habe mir kürzlich die Box der Amerikaner geholt, die aktuelle für Late War. Und dort sind schon 75 Punkte an Einheiten drinnen. Und für ein reguläres Spiel werden 100 Punkte benötigt. Das bedeutet, mit dem, was ich schon an Figuren habe, bin ich bei weitem fertig mit meiner Liste. Und das Ganze hat, wie gesagt, nur 72 Euro gekostet und ist schon mit einem Regelbuch dahergekommen. Würfel sollte jeder haben, wenn er sich schon dafür interessiert oder eben schon ein Tabletop spielt. Und damit ist man dann eigentlich schon fast fertig. Noch ein paar einzelne Boxen dazu. Die kosten auch so im Schnitt, je nachdem was man nimmt,
um die 20 bis 30 Euro, hin und wieder ein bisschen teurer, und dann ist man mit den 100 Punkten eigentlich auch schon fertig. Und wenn man sich dazu entscheiden sollte, die Deutschen spielen zu wollen, da hat man, soweit ich weiß, sogar noch ein besseres Verhältnis, weil dort ist in der Starterbox, dadurch, dass gewisse teurere Einheiten drinnen sind, von den Punkten, schafft man es, glaube ich, sogar auf über 90 Punkte zu kommen mit dem Inhalt der Starterbox. Das bedeutet, man ist eigentlich mit diesen 72 Euro, wo dann eben das Regelbuch schon dabei ist, so gut wie komplett fertig mit einer Armee und kann dann, wenn man möchte, später eben noch erweitern. Okay, damit hätte ich gesagt, sind wir durch. Ich schätze, ein ganz guter erster Überblick ist mir dadurch möglich gewesen, was Flames of War ist. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen dazu habt, gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos. Ich werde sicher demnächst auch noch das ein oder andere Video, vielleicht auch How-to-Play-Videos und Aufbauvideos zum Thema Flames of War in der 4. Edition bringen. Also bis dahin würde ich sagen, tschüss!